Hallo meine Lieben, hier ist die Susanne von Bollenhut Art und ich darf mal wieder heute in mein Bastelzimmerle. Ich bin so froh, ich kann es euch nicht sagen. Habt es echt vermisst. Und es hat einen besonderen Grund, wie ihr da schon lesen könnt, wenn ihr gut lesen könnt. Und vielleicht habt ihr auch schon eines der letzten Videos von der Barbara gesehen. Die Barbara hat ein Designteam zusammengestellt und ich darf da ein Mitglied sein. Ich bin total happy darüber, weil das ist echt eine besondere Ehre, wenn man bei jemandem, der so groß ist auf YouTube, Designteam-Mitglied sein darf. Also ich bin da wirklich, also ich fühle mich sehr geehrt und ich freue mich richtig darauf. Und da werde ich jetzt heute Abend mein erstes Projekt machen. Und zwar habe ich noch ein paar Wanderhefte liegen und da bin ich leider ein bisschen im Hintertreffer. Da muss man ganz dringend jetzt eine Seite drin geschehen. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt mein Einstiegsprojekt für Barbara. Ich mache eine Collage in einem Wanderheft und dann zeige ich euch mal direkt hier, was ich mir für Papier rausgesucht habe in Barbaras Shop. Barbara verkauft nicht auf Etsy, sondern sie hat einen eigenen Shop. Es läuft über eine Homepage. Verlinke ich euch alles in der Infobox natürlich. Und da sehen wir gleich mal so die ersten 3 Blätter, die ich mir ausgesucht habe. Das sind solche Sentiment Cards oder wie die heißen, ja. Genau, und die fand ich so toll. Das sind so alte Postkarten eben. Also das ist jetzt ein Set, das kriegen wir genau so. Ihr könnt euch das so original ausdrucken in DIN A4 hochkant oder hier habe ich es zum Beispiel mal in DIN A4 Querformat ausgedruckt, dann kommt es halt kleiner. Je nachdem, wie viel Platz ihr in eure Journals habt oder wo auch immer ihr das benutzen wollt, könnt ihr da ein bisschen rumspielen mit eurem Drucker. Und das da, das hat mir total gut gefallen. Also die 2 finde ich richtig super. Darum habe ich mich für dieses Papier entschieden. Und dann hat die Barbara Tickets drin. Und ich suche schon ewig und 3 Tage nach solchen Tickets. Und ich finde die so toll. Vor allem, weil die diese tolle Farbe haben. Jetzt kommt dann Frühling, finde ich. Und man muss ja nicht immer so in dieser Vintage-Geschichte bleiben. Ich meine, das ist Vintage, also mehr geht nicht, gell? Aber ich finde, man kann das auch gut kombinieren. Also mir gefällt auch, in meiner Wohnung kombiniere ich auch alte Möbel mit modernen Sachen. Und so mache ich das in meinem Junk Journal auch. Ich kombiniere Altes mit Modernem. Das finde ich ist, man kann jeder machen, wie er will, das wissen wir ja. Und ich mache sowieso, was ich will. Das wissen wir auch mittlerweile. So, also Tickets habe ich mir rausgesucht. Die könnt ihr auch hier im Querformat ausdrucken, dann sind sie alle kleiner. Ne? Dann hat sie noch, das fand ich auch so schön, vor allem auch von der Farbe her, die 3 Seiten gehören zusammen. Das ist quasi altes ja, Sparkassebüchle oder ja, Kassebuch. Da sind noch die Eintragungen drin. Die Farbe fand ich super toll. Gerade auch im Zusammenhang mit den Tickets. Also da sind wir schon mal auf einem guten Weg, finde ich. Also da habe ich gleich gedacht, oha, das werde ich irgendwie kombinieren. Da ist noch was Schönes mit Zahlen. Dann hat sie eine Seite gehabt, die sieht so aus. Das ist eigentlich Winterclip Art, nennt sich, hat sie das genannt, mit der Eule. Und ich habe da mich für so diese Blumenornamente, die fand ich toll. Da habe ich gedacht, vielleicht kann ich die mit kombinieren. Und das sehen wir jetzt. Ich habe an meinem Handy gespielt und habe quasi das hier mir zurecht geschnitten. Das ist also jetzt diese Ecke. Dann habe ich ein bisschen in meinem Handy mit Scharfeinstellungen gemacht und ein bisschen Kontrast verändert, weil ich wollte es ein bisschen kräftiger von der Farbe her. Und jetzt ist das dabei rausgekommen. Und da kann sein, ich benutze nachher so eine Blume oder das da oben. Das lassen wir jetzt mal noch offen, weil so genau der Plan habe ich ja nicht. So grob weiß ich es. Barbara hat unheimlich viele Sachen in ihrem Shop. Also ich bin da auch eine Weile gesessen und habe gestaunt und habe gedacht, also es war gar nicht so einfach, sich dann für was zu entscheiden, weil es gibt so viele Möglichkeiten. So. Und was natürlich nicht fehlen darf, da sehen wir schon Schmetterlinge. Also Schmetterlinge sind natürlich, und die strahlen wie sonst was, die sind natürlich super toll. Wunderschön. Einer schöner wie der andere, finde ich. Und die habe ich mir auch noch ausgesucht. Also jetzt habe ich wirklich genug Schmetterlinge und Tickets und das sehen wir mal.
Da war ich schon fleißig und habe da mal ausgedruckt. Die Schmetterlinge habe ich in kleiner ausgedruckt, also quasi Querformat. Dann kommen die ja kleiner raus. Und die Tickets auch. Schaut euch mal diese Auswahl an. Super. Und die sind da unten zum Beispiel hier offen. Also wie halt Tickets sind, die wäre so verrissen. Ich habe jetzt noch nichts gemacht, nur ausgeschnitten. Sonst nichts. Genau. Und das Ganze wird in einem Wanderheft stattfinden, weil ich habe noch Wanderhefte liegen, die muss ich ganz dringend bearbeiten. Und darum gibt es jetzt eine Collage im Wanderheft. Und ich hoffe, dass das mit dem Handy klappt, weil das ist das Handy, was ich von meinem Mann geerbt habe. Der hat sich was Neues, Gebrauchtes gekauft und ich habe sein altes geerbt. Das ist jetzt so ein Äpfelchen und ich habe noch nie ein Äpfelchen gehabt und ich hoffe mal, das macht, was es soll und es lässt mich nicht im Stich, weil sonst haben wir ein Problem. Also müssen wir Daumen drücken alle miteinander. Und jetzt geht's los. Ich räume das mal weg und hole das Wanderheft und dann geht's gleich los. Ne? Bis gleich. Und schon geht's los. Hier sehen wir das Wanderheft von der Angelina Schukrina. Angelina Schukrina, hallo Angela, die hat auch einen YouTube-Kanal und das ist so eine liebe, nette, gemütliche Frau. Also ich höre ihr unheimlich gern zu. Sie hat auch so ein toller Dialekt. Gucke noch mal bei ihr auf dem Kanal vorbei. Und von ihr ist eben das Wanderheft, in dem ich jetzt heute eine Seite drin gestalten darf. Ich habe die Seite vorbereitet und zwar habe ich 2 Seiten jeweils zusammengeklebt mit normalem Uhu-Klebestift, damit die ein bisschen dicker wären, weil sie hat ein bisschen dünnes Papier gehabt. Und damit da nichts passiert und ich gut drauf arbeiten kann, habe ich eben jeweils 2 Seiten zusammengeklebt. Und jetzt geht schon los. Ich habe mal in meine Vorräte geguckt, ich sag's euch, das muss man ab und zu mal machen. Und da habe ich so eine riesige Flasche gefunden, Art Potschleim hieß es. Leider Gottes glänzend. Da habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, glänzend. Naja, aber ich schmeiße nicht gern was weg, also benutze ich das jetzt wohl öfters. Da müssen wir jetzt einfach tapfer sein, Angelina. Das ist glänzend, können wir jetzt nichts dran ändern. Ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. Also ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Ich gucke es mir jetzt schon 2 Tage an. Also, nee, das sieht ganz gut aus. Also, weil die Farbe, die leuchtet hinterher so richtig toll und ja, alles gut. Genau, und da sehen wir jetzt, ich habe den Hintergrund geklebt und jetzt tue ich mit Brushos, probiere ich Farbe drauf zu bringen. Und zwar in dieser grünen Geschichte, also ich habe so ein bisschen was im Kopf, grün und pink. Genau, ist zwar nicht so richtig Vintage, aber ich finde, man kann das eben kombinieren. Und es hat so Spaß gemacht, mit Farbe mal wieder rumzuspielen. Der Schreibtisch hat übrigens auch genug abbekommen. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man da so rumspritzt mit diesem, da habe ich ja immer so Respekt davor, mit diesem Pinsel da und diesem Draufspritze von der Farbe. In der Mitte tupfe ich das so ein bisschen ab, dass das nicht in den Falz reinläuft. Und dann wird es natürlich geföhnt. Ja. Und dann habe ich meine Strukturschablone rausgeholt und wo ich in meinem Vorrat gekrustelt habe, habe ich die Flasche gefunden. Das ist eine weiße Acrylfarbe, ziemlich dick und da steht auch drauf, man kann es zum Schablonieren benutzen. Das kam raus wie Zahnpasta, so dick. Und jetzt habe ich das mal, das ist der erste Versuch, der ist gleich mal in den Toast gegangen. Sehen wir jetzt gleich, sehen wir. Da gibt es so weiße Flecke, da ist man so ein bisschen unter die Schablone gerutscht. Aber das ist ja nicht schlimm. Mit dem lasse ich das jetzt drauf. Auf der Seite habe ich die Schablone senkrecht hingelegt und da hat es jetzt, finde ich, gut ausgesehen. Und jetzt habe ich überlegt, ich möchte ein bisschen was Schrift drauf bringen und da habe ich ein ganz tolles Happy Mail diese Woche bekommen. Wenn die Leute mich ein bisschen auf Instagram verfolgen, haben sie es gesehen von der Uta. Und da war dieser tolle, Dankeschön nochmal Uta, also ich freue mich immer noch wahnsinnig darüber und da war dieser Schriftstempel dabei. Und den habe ich jetzt benutzt und der macht ganz feine, saubere Schrift. Richtig toll. Und dann hatte ich noch aus meinem Vorrat so einer mit so einem runden Ornament und da habe ich in grün drauf gedruckt. Das sieht jetzt alles ein bisschen wilde Hilde aus, aber ja, wenn ich halt mal anfange, dann fange ich an. Ihr wisst ja, wenn die Mutti mal im Fluss ist, ist sie im Fluss. So, jetzt habe ich noch meine billig Aquarellfarbe vom Action rausgeholt. Die kostet nur 1,60 € glaube ich.
Und die sind wirklich gut. Und ich habe schon mal ein Bild damit gemalt und jetzt habe ich mich daran erinnert und jetzt habe ich die wieder rausgeholt und habe gedacht, ja, die dürfen jetzt ein bisschen was schaffen. Und habe dann mal erst vorsichtig mit dem Pink und dann habe ich gedacht, drauf mit. Und gleich mal noch mit der Wasserspritzpistole hinterher, dass da so ein bisschen was Ordentliches drauf kommt. Ja, ich tupfe das nachher noch ab, brauche noch keine Sorge haben, aber ich wollte einfach, dass da oben in der Ecke die pinke Ecke quasi entsteht. Und da unten rechts, da wollte ich nur so ein wenig pinke Ornamente haben. Da tue ich das ein bisschen bewege und tupfe jetzt auch so das Gröbste wieder ab, dass da einfach, erstens mal, dass mir das Papier nicht durchweicht so, und, aber trotzdem bleibt von dem Pink was hängen. Das sehen wir vielleicht jetzt nicht, später am Ende vom Video sehen wir Nahaufnahme, dann sehen wir, was da überall passiert ist. Dann die kleinen runde Elemente, die habe ich noch alle extra ein bisschen angemalt, nur einige und immer zwischendurch mit dem Föhn natürlich getrocknet. So, und hier sehen wir jetzt, also die zwei, die sind so toll, das ist so ein tolles Bild, also ich finde es richtig super schön. Und es hat schon so einen Touch und da ist eben auch Pink mit drauf auf dem Bild. Und ich trenne die jetzt. Die sind 100% miteinander verwandt, aber ich trenne sie trotzdem. Ja, das ist ja im Leben auch so. Man ist erstmal irgendwie miteinander verbandelt, gerade wenn es, könnte jetzt Mutter und Kind sein, ich weiß es nicht, aber im Normalfall die Kinder gehen irgendwann aus dem Haus und trotzdem ist man miteinander verbunden. Die Seite habe ich jetzt noch ein bisschen mit weißem Gesso runtergeholt von der Farbe her. Da war mir doch ein bisschen zu viel los. Dann habe ich gedacht, gerade die Übergänge, wenn ihr da so eine Collage drauf macht, kann man mit diesem Gesso, da wo es so geklebt ist, da wo die Kanten sind, so ein bisschen mit weißem Gesso drüber. Dann sind die Übergänge ein bisschen sanfter, sage ich jetzt einmal. Ja, und jetzt habe ich als mit diesem Lack Artpot Schleim, habe ich jetzt angefangen, die Bilder drauf zu klebe. Mir ist auch keine Farbe runtergegangen, weil ich habe nicht das billigste Kopierpapier benutzt. Das habe ich euch schon mal erklärt. Ich nehme ein bisschen stärkeres Papier und dann passiert auch nichts. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das jetzt aussieht im Moment. Ich sag's euch, das ist mal wieder Erfahrung, eine sehr neue Erfahrung. Und zwar, Gott sei Dank, ich zeige euch mal, was hier steht. Das da ist mein altes Handy auf einer schönen Lampe von meiner Oma. Und ich habe Gott sei Dank gedacht, ich könnte ja parallel so ein bisschen mitfilmen, falls das Äpfelchen mich im Stich lässt. Und was hat es gemacht? Mitte im Film hat es aufgehört und hat gesagt, hab keine Lust mehr, Speicher voll. Ich habe es gar nicht gemerkt, weil ihr liege mit dem Handy da oben drauf auf einer Lampe. So, und das ist ziemlich hoch. Ja, Gott sei Dank. Also das Video wird ein bisschen chaotisch. Ich habe jetzt Sequenzen, die kommen jetzt quasi von hier, weil ich nicht gemerkt habe, dass das Handy voll war. Jetzt habe ich es über Nacht, ist jetzt der nächste Tag, habe es alles jetzt in meinen Laptop reingespeichert und habe es übertragen. So. Aber jetzt gucken wir mal, was jetzt da passiert ist. So sieht es jetzt aus. Das ist noch nicht fertig. Nur nicht davonrennen, das ist noch in der Mache. Ja, aber das ist jetzt mal so das Große und Ganze. Ich habe heute ein Video gesehen von der Barbara, ihr neuestes. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich dachte echt, dies war bei mir im Bastelzimmer gestern, weil sie hat jetzt genau auch eine Seite dekoriert oder hat was gebastelt mit genau dem Mädel hier und auch der Farbe mit Pink und mit Grün und ja, so ist's. Das ist einfach tolles Papier und ist ja ihr Papier, wahrscheinlich hat sie gedacht, mit dem muss sie jetzt auch mal was machen. Und ich mache halt jetzt auch was. Also das war nicht abgesprochen, das ist jetzt einfach so. Mein Video kommt ja erst vermutlich Sonntag. Ich hoffe es mal. Ja, dann mache ich jetzt heute weiter. Was jetzt allerdings ist, Achtung, seht ihr, das glänzt. Das ist halt diese Sache mit diesem Artpot. Jetzt gucken wir mal diese Flasche an. Die habe ich halt einfach und die muss ich nehmen. Ich kann nicht. Die Sache, die habe ich schon ein paar Jahre. Und jetzt habe ich gedacht, ich benutze diese Sache. Ich meine, so finde ich, sieht es trotzdem gut aus. Also das strahlt halt, die Farbe strahlt so richtig. Also mir gefällt es ganz gut. Genau. Aber es geht noch weiter. Aber ich wollte euch mal so einen Zwischenstand jetzt geben. Warum jetzt im Video das auf einmal so ein bisschen
von der Seite jetzt ein Apps kommt und dann wieder von oben oder von vorne. Nur damit ihr im Bilde seid. Okay? Ja, und jetzt geht's weiter. Der Junge da links hat ja einen Blumentopf auf seinem Tischle stehen und die Frau hat keins. Und das hat ja nicht sein können. Also habe ich beschlossen, ich werde ihr auch einen Blumentopf machen. Und da habe ich das Element genommen von der Barbara, ihrer Seite, von diesem Sparkassebuch oder Kassebuch. Und die Form da unten hat mich direkt halt an einen Blumentopf erinnert. Und ja, ist ja alles erlaubt. Also habe ich da einen Blumentopf draus gezeichnet. Und den klebe ich jetzt auf. Und natürlich bekommt er auch eine Blume. Das ist die Blume von dem Winter Clip Art Papier von der Barbara. Das gibt dann wie so einen Rose-Stamm, Rose-Busch gibt es doch im Sommer draußen. Und ja, so habe ich mir das überlegt. Das kommt auf diese Seite. Und dann war da noch so eine tolle Nummer dran. Die hätte natürlich auch noch drauf müssen. Also ich stehe gerade auf Nummern und so, also durfte das da mit drauf. Ja, und die Blume, die bekomme jetzt natürlich auch noch einen Stamm. Aber das mache ich später. Ja, und das ist jetzt ein Band, ein rosanes Band. Und das probiere ich von der Frau bis zu dem Junge quasi hinzunähen. Also ich nähe das nur dahin, wo die Hände sind von den zwei. Da mache ich jetzt dann 2 Löcher rein, vorsichtig. Und dann sieht es nämlich aus, wie wenn die Frau das in der Hand hält, das Band, quasi das Band der Liebe. Und bei dem Jungen mache ich das auch, mache ich da auch 2 Löcher rein. Da muss ich ein bisschen aufpassen, das werde ich später noch abkleben mit weißem Papier auf der Rückseite, damit man das gar nicht mehr sieht, weil da sieht man natürlich dann ein ganz kleines Stückchen von dem rosanen Faden. Und jetzt geht schon los. Also ich steche von vorne nach hinten ein, dann komme ich auf der linken Seite von der Hand von der Frau wieder raus. Und jetzt hat sie das Seilchen schon in der Hand. Und dann gehe ich rüber zu dem Jungen und mache da natürlich das Gleiche. Und so hat er das auch in der Hand. Und das wollte ich symbolisieren. Quasi so, ja, das Band der Liebe, wenn man miteinander verwandt ist, ist halt einfach da. Das ist einfach, da kann man nichts dagegen machen. Man ist halt einfach verbunden miteinander. Ja, und an die Ende, da kommt was hin, damit es eben nicht mehr durchrutscht, habe ich überlegt, ich mache da 2 Herzen. Da habe ich mit der Aquarellfarbe so Farbflecke auf so bisschen dickeres Papier gemalt. Das ist nicht schlecht, wenn man sowas im Vorrat hat. Kann man immer wieder so Ornamente irgendwo ausschneiden. Und ich habe mich jetzt natürlich für ein Herz entschieden. So, ein Herz schneide ich aus, indem ich erstmal, ich habe das Papier doppelt gelegt, dass ich gleich 2 Herzen habe. Und zuerst wird was ausgeschnitten, was aussieht wie ein Blütenblatt. Und am Schluss schneide ich, so mache ich das jetzt zumindest, ein organisches Herz da oben rein. Organisch, ihr wisst Bescheid, ich kann nicht so schön und gerade und akkurat. Bei mir ist halt alles ein bisschen krumm und schief, aber mich stört es ja nicht. Ich finde, man sieht, es ist ein Herz und auf das kommt es drauf an. Die Frau kriegt das Herzle in rosa und der Junge kriegt das Herzle in so einem schönen Grün. Genau. Auch organisch, wie kann es so anders sein? Also auf Deutsch gesagt krumm und schief, aber das ist Schnuppe. Das macht gar nichts. Hauptsache ein Herzle jetzt gleich dran und das Band kann dann nicht mehr zurückrutschen. Und das klebe ich auch fest mit diesem gleichen Leim, den ich da vorhin schon benutzt habe. Und das hebt ganz gut. Und auf was ihr da achten müsst, wenn ihr sowas machen wollt, also es wäre nicht schlecht, wenn die Schnur halt so ein bisschen in der Mitte durchläuft. Ich finde, dann sieht es halt am besten aus. Ist ein bisschen ein Gefummel, das sehen wir, weil es ist ja nicht gerade groß. Und man muss es eine Weile festheben, dass der Lack dann auch ein bisschen anziehen kann. Darum hebe ich das da so ein bisschen fest. Und am Schluss lackiere ich das Herzle auch noch von außen, weil das ganze Ding ist wie lackiert, also müssen die Herzle natürlich auch lackiert worden sein. So, und jetzt kommt was. Ich möchte da auf ein rundes Element das Wort Liebe hinschreiben, also Love. Und noch das Wort, das sehen wir ganz klein in dem L, habe ich versucht, ganz klein links was hinzuschreiben. Das heißt Endless Love, endlose Liebe.
Und da zeichne ich jetzt gerade das Blumenstöckle ein. Das Blumenstöckle, Quatsch, das Blumenstöckle steht ja schon. Der Stamm. Also erst mit einem schwarzen Stift und hinter habe ich noch mit so einem kupferfarbenen Stift so in der Mitte ein bisschen gemalt. Und das Töpfle kriegt unten jetzt 2 silberne Pünktchen drauf, weil das Töpfle von dem Junge hat auch 2 so kleine Punkte gehabt, so weiße. Und das wollte ich da quasi nochmal mit aufnehmen und darum habe ich das so gemacht. Und genau, was ich immer, das sehen wir immer wieder bei mir in den Videos, mit so einem Fineliner arbeite ich gern, da tue ich gern Sachen irgendwie so ein bisschen hervorheben. Und das habe ich da auch wieder an ganz viele Stellen gemacht. Einfach Fläche hervorhebe, der Stempel zum Beispiel, sehen wir da jetzt, den habe ich wie umrandet und so kommt er jetzt auf einmal richtig raus. Das ist für mich so ein bisschen Entspannung und es sieht auch hinterher noch interessant aus, weil wenn man das jetzt nicht gemacht hätte, wäre auch okay gewesen, aber so sieht es halt einfach noch ein bisschen, finde ich jetzt, interessanter aus. Und mir macht das auch unheimlich Spaß. Ich habe schon mal erzählt, ich habe das mal gelernt in einem Volkshochschulkurs für abstrakte Malerei. Und da erinnere ich mich natürlich immer dran. Ja, ja, und jetzt kriegt mein selber gemaltes kleines krumm und schiefes Schildle noch eine Niete oben rein, damit wir das dann nachher festmachen können auf der Seite. Und natürlich die Stresse müssen wir natürlich auch, das darf man nicht vergessen. Hier schreibe ich jetzt nochmal das Endless Love nach quasi. Das ist ein bisschen, da muss man öfters drüber. Das hebt auf diesem goldenen Hintergrund nicht so. Und jetzt habe ich noch ein bisschen so ganz, ganz zarte kleine Ornamente da reingemalt. Dass das, ja, einfach, dass da noch ein bisschen was drauf stattfindet. Und jetzt gucke ich mal, wie ich das festmache. Weil ich wollte da jetzt nicht oben durchnähen, sondern habe mir was anderes überlegt. Zuerst mal brauche ich einen Faden natürlich. Und ja, das ist meine Schachtel, wo ich so verschiedene Faden aufbewahre. Und da habe ich so eine alte Gugelhupfform. Da tue ich manchmal meine Bänder im Kaffee drin färben. Und lege sie dann da drüber zum Trockner und da bewahre ich die dann auch auf, die wo Kaffee gefärbt sind. Und da habe ich jetzt so Stückchen mit mir genommen und habe jetzt ja, das sehen wir jetzt. Ich mache jetzt ein Band durch das kleine Schild durch und schneide mir jetzt ein Stück von dem Stoff zurecht, plus ein Stück von der Spitze. Und an das Schleifle oben, also nicht an das Schleifle, da mache ich jetzt ein Schleifle, weil das einfach schöner aussieht. Und jetzt gehe ich an die Nähmaschine und nähe das oben einfach fest. Und jetzt bin ich gleich wieder da, weil die Nähmaschine die steht nämlich hinter mir. Ja, und jetzt kann ich das Ganze, ich nehme Buchbinderleim jetzt hier, tue mit dem Buchbinderleim das komplette, was ja jetzt schon zusammengenäht ist, einfach da oben hinklebe. Und es hebt. Und Angelina, falls es nicht hebt, klebt es halt einfach wieder nur. Aber ich denke, das hebt. Genau, und jetzt kann das da oben so hin und her sich bewegen. Und ich finde, es sieht einfach gut aus. Und jetzt wollte ich noch so ein ganz kleines Herzle danach machen. Made with Love steht da drauf. Und ja, und da habe ich jetzt wieder silberne Lieblingsfädele von meiner Oma benutzt. Das in jedem Projekt, was ich gerade mache, darf das mitspielen. Irgendwie ist das für mich ein besonderes Fädele einfach. Genau, und da freue ich mich auch immer, wenn ich irgendwas mitmachen kann. Und jetzt hängt es da auch noch mit dran. Ja, und jetzt habe ich da einfach noch ein bisschen weiter diese Fläche da hervorgehoben, weil die Fläche, die war mir einfach noch ein bisschen zu wenig los. Weil auf der ganzen Seite ist viel los und das wollte ich einfach fortführen. Und darum mache ich das zwar nicht überall, aber an manchen Stellen schon. Sogar der Schmetterling hat ein bisschen was abbekommen und hier diese kleine Kreisle da, die auch. Und jetzt nehme ich einen wasservermalbarer Aquarellstift. Also, und mit denen gehe ich jetzt immer so, ich habe gesehen, so nur ein bisschen rechts und unten
an verschiedene Stellen vorbei. Und der große, dicke Woody-Stift, der darf mir jetzt auch noch helfen. Ich meine, mit dem Oschi, da haben wir gleich ordentlich schwarze Farbe drauf. Ich hätte auch braun oder so nehmen können. Aber ja, mit dem kriegen wir einfach mehr Tiefe in euer Bild rein. Jetzt ist das alles noch ein bisschen flach. Aber jetzt kommt gleich Wasser dazu und dann kommt ein bisschen, ich sag jetzt mal Tiefe. Also das Bild sieht dann einfach dreidimensionaler irgendwie aus. Ich mache das immer gern. Und ja, auch wenn das jetzt erstmal furchtbar dreckig aussieht und so, jeder denkt, oh mein Gott, was macht sie jetzt da? Ehrlich gesagt habe ich es auch erst kurz gedacht, weil das war schon recht arg schwarz. Darum habe ich da jetzt auch so ein bisschen hinterher abgetupft. Ich meine, das können wir ja machen. Die sind ja wasservermalbar und drunter habe ich ja so eine lackierte Oberfläche. Da kann man auch gut immer wieder mit Wasser hin und dann wieder was wegtupfen, wenn man das möchte. Genau, der Boden da unten wird auch noch ein bisschen gemacht unter dem Topf, dass da der Topf wie auf dem Boden halt drauf steht. Und unter den Blättern habe ich auch noch ein bisschen Schatten gemacht. Ja. So, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen, es hat jetzt einfach mehr, es ist noch lebendiger geworden. Es war mir aber an der einen Stelle ein bisschen zu viel. Und wenn es einem dann ein bisschen zu viel ist, dann macht man wieder das Gegenteil. Dann holt man ein bisschen Gesso oder weiße Acrylfarbe und geht dann wieder drüber und dann ist das ganz Dunkle wieder ein bisschen heller. Und das hat mir bei dem Töpfle unten ganz gut gefallen. Diese silberne Ornamente, und dann dachte ich da oben, da ist so eine Stelle, da wird es auch hinpassen. Und darum habe ich jetzt einfach so ein paar kleine so Dinger mit normalem Uhu-Klebestift dahin geklebt. Also da, wenn man drüber fährt, das spürt man natürlich auch und das finde ich macht es super interessant. Also wenn auf der Seite ist richtig was los, da kann man, wenn man drüber fühlt, das ist nicht eben, nicht Topfeben, sondern da ist was Höheres, was Tieferes, was Hartes, dann ist der Stoff drauf. Es ist einfach, ja, es ist interessant. Man kann überall auf jedem Zentimeter irgendwas entdecken. Und auf dieser Fläche, die ich jetzt ein bisschen wieder mit Weiß hervorgeholt habe, da habe ich jetzt gedacht, da wird jetzt einfach nochmal so ein grüner Stempel dazu passen. Und ich fahre den wieder, umrande den wieder mit meinem Feinliner-Stift, ja. Und ich würde sagen, jetzt sind wir gleich am Ende. Das war mein erstes Projekt mit dem Papier von der Barbara. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr euch das Papier auch kaufen wollt, dann benutzt den Promocode, den Susanne 2021, kriegen ihr 10% Rabatt. Und ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Das war richtig toll, mal wieder sowas zu machen. Und vielleicht ist es für euch eine Anregung. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst oder meinen Kanal abonniert. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.